Was sie nicht sehen, kann sie am stärksten bedrohen. In den Tiefen der Ozeane verbirgt sich eine neue Macht. Das U-Boot, Type 212 CD. Deutschlands unsichtbare Waffe, die die Marine auf ein neues Level hebt. Mit innovativer Silenztechnik und einem revolutionären Antrieb verschwindet es vor den Radarbildschirmen der Welt. Tag und Nacht, über Wochen hinaus. Seine Endurance ist unerreicht, seine Präzision absolute. Bewaffnet mit modernsten Schusswaffen stellt es eine Abschreckung ohnegleichen dar. Das neue U-Boot, Type 212 CD. Die unsichtbare Macht, die Deutschland schützt. Was matcht ein U-Boot wirklich überlegen? Ist es Geschwindigkeit Führerkraft? Oder ist es die Fähigkeit, völlig unentdeckt zu bleiben? Seit dem Ersten Weltkrieg ist die Antwort klar. Tarnung ist alles. Deutsche Ingenieure haben dieses Prinzip über ein Jahrhundert lang verfeinert. Von den from U-Booten, die alliierte Schifffahrt terrorisierten, bis zu den revolutionären Typ 21 U-Booten am Ende des Zweiten Weltkriegs war Deutschland immer an der Spitze der U-Boot-Technologie. Der Typ 21 war ein Wendepunkt, das erste U-Boot, das für den dauerhaften Unterwasserbetrieb konzipiert war und die Grundlage für die modernen U-Boot von heute legt. Nach dem Krieg wurde diese Tradition fortgesetzt. Die U-Boot-Klasse 206 war ein Meisterwerk der Küstenverteidigung im Kalten Krieg, klein, wendig und schwer zu orten. Dann kam die Klasse 209, ein Exportschläger, der von über einem Dutzend Marinen weltweit eingesetzt worden und Deutschlands Ruf als Vorreiter U-Boot-Bauer festigt. Aber der war Durchbruch kam mit der Klasse 212A. Dies war das erste serienmäßig hergestellte U-Boot der Welt, das mit einem neuen Luftunabhängigen-Antriebssystem, kurz AIP, ausgestattet war. Genauer gesagt, MIT-Brennstoffzellen. Dieses System ermöglicht es dem U-Boot, wochenlang unter Wasser zu bleiben, ohne auftauchen zu müssen, seine Batterien aufzuladen. Ein gültiger Vorteil gegenüber herkömmlichen dieselelektrischen U-Booten. Es matcht die 212A zu einem der leisesten an dem schwersten zu ertenden U-Boot der Welt. Jetzt steht die Next Generation bereit. Der Typ 212CD. Das CD steht für Common Design. Ein gemeinsames Projekt zwischen Deutschland und Norwegen, das die Expertise beider Nationen bundelt. Aber lassen Sie sich von dem bescheidenen Namen nicht täuschen. Dies ist ein Quantensprung in der U-Boot-Technologie. Das Herstück des Typs 212CD ist seine radikal neue Rumpfform. Wenn traditionell U-Boot eine zylindrische Form haben, FHR der 212CD, ein rautenförmig oder diamantförmig Struktur ein. Dieses Design ist nicht nur stätisch. Es ist ein Geniestreich der Tarnkappentechnik. Ähnlich wie bei Stealth-Flugzeugen wie der F-117 oder der F-22 ist dies Form darauf ausgelegt, Sonarwellen abzulenken, anstatt sie zum Sender zu reflektieren. Ein aktiver Sonarping, der auf einen herkömmlichen Rumpf trifft, erzeugt ein klares Echo, das die Position des U-Boots wird. Beim Typ 212CD wurden diese Wellen in andere Richtungen gestreut. Was das Echo drastisch reduziert und das U-Boot für feindliche Sonar nahezu unsichtbar macht. Aber die Tarnung geht noch weiter. Die USR-Hall ist mit speziellen schallabsorbierenden Materialien beschichtet, die das restliche Echo weiter dämpfen. Intern sind alle Maschinen und Aggregate auf Schwingungswand-Plattformen montiert. Jede Pump, jeder Motor, jeder Generator ist akustisch vom Rumpf entkoppelt. Das bedeutet, dass die veritärischen Vibrationen, die sich durch das Wasser ausbreiten und von passiven Sonarsensoren aufgefangen werden könnten, auf ein absolutes Minimum reduziert werden. Wenn man das mit dem bereits pflasterleisen Brennstoffzellen-AIP-System kombiniert, erhält man ein U-Boot, das leiser ist als die natürlichen Geräusche der Ozean selbst. Es verschwindet buchstäblich im Hintergrundrauschen des Meeres. Da was und dies die best Tarnen ohne die Fähigkeit, selbst zu sehen und zu rennen. Hier kommt die Sensorik des Typs 212CD ins Spiel. Es ist mit einem hochmodernen integrierten Sonarsystem ausgestattet. Dazu gern ein zylindrisches Bugsonar, Flankensonar, die Enthüllung des Rumpfs eingebracht sind, und ein geschlepptes Sonararray, das hinter dem U-Boot hergezogen wird.
Dies Kombination schafft ein 360-Grad-Erfassungsglas das Boot. Die Verarbeitung dieser Risiken. Datenmengen erfolgt durch künstliche Intelligenz und fortschrittliche Algorithmen. Die ist der Besitzen ermöglichen. Selbst die leisesten Geräusche in großer Entfernung zu identifizieren und zu verfolgen. Sei es ein feindliches U-Boot, ein Wasserschiff oder sogar ein Enkelmann-Torpedo. Diese Situationsbusts wird durch eine neue Generation von Optronic-Masten ergänzt, die traditionellen Periskop ersetzen. Diese Masten müssen nicht mehr direkt durch den Druckkörper geführt werden, was die structural Integrität der U-Boots verbessert. Sie sind MIT-hocheffizienten Kameras, Wärmebildschirmen und Laserentfernungsmessen, ausgestattet und senden Bilder digital und die Konsolen in der kommenden Zentral. Die Besitzung erhält so ein klares und umfassendes Bild der Lage und der Oberfläche, ohne sich selbst zu exponieren. Die Führerkraft des Typs 212CD ist ebenso beeindruckend. Es wird ME2 stort wie dem DM2A4C hegt bewaffnet sein, einer der fortschrittlichsten Torpedos der Welt. Dies druckgelenkten Waffen können ihr Ziel in metallicher Precision aber große Entfernungen angreifen. Aber die Fähigkeiten des 212CD gehen über die reinen U-Boot-Jet hinaus. Ein entscheidender Neuerung ist die potenzielle Integration von Marschflugkörpern mit dem Naval Strike Missile, NSM. Diese Fähigkeit, die aus den Torpedoren abgeführt wird, verwandelt das U-Boot von einem reinen Meeresverweiger in eine strategische Plattform für Angriff auf Land und Seeziel aus großer Entfernung. Stellen Sie sich vor, ein nahezu unauffindbares U-Boot, das 100 von Kilometern vor der Küste lauert und in der Lage ist, strategisch wichtige Ziele im präzisen Schlagen auszuschalten. Das ist eine Fähigkeit, die das strategisch Gleichgewicht verändern kann. Im Inneren des U-Boots befindet sich ein hochmotorenkommende Zentral, das Gehirn des Schiffs. Das Combat Management System, entwickelt von Kongsberg und ThyssenKrupp, ist das Nervenzentrum. Hier laufen alle Sensorinformationen zusammen. Die Benutzeroberfläche ist so gestaltet, dass sie intuitiv ist und die kognitive Belastung der Besitzung reduziert. Automatisierte Systeme helfen bei der Betrachungsanalyse und der Zielverfolgung, so dass es sich die Kommandanten auf die entscheidenden taktischen Entscheidungen konzentrieren können. Dies fortschrittliche Digitalisierung ermöglicht es auch, das U-Boot mit einer kleineren Besitzung zu betreiben, was die Betriebskosten senkt und die Ausdauer bei langen Missionen erhöht. Die strategische Bedeutung des Typs 212CD kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. In einer Welt, in der die maritime Kriegsführung immer komplexer wird und sich Anti-Access, Variedenial-Strategien, A2AD, ausbreiten, sind U-Boot von entscheidender Bedeutung. Sie sind die einzigen Plattformen, die unbemerkt in stark verteidigtes Gebiet eindringen können, Aufklärung zu betreiben, Spezialitäten abzusetzen oder strategisch Schläge auszuführen. Die NATO ist die Fähigkeit, die Seewege im Nordatlantik, der sogenannten Juki-Luck zwischen Grönland Island und dem Vereinigten Königreich zu kontrollieren, von existenzieller Bedeutung. Der Typ 212CD ist perfekt für diese Aufgabe geeignet. Seine extreme Tarnung und seine Langstreckensensens machen ihn zum idealen Jäger für feindliche U-Boot. Die Versiken Kenten, diese kritischen Versorgungsrouten zu bedrohen. Der Bau der ersten Boot hat bereits begonnen. Zwei für die Deutsche Marine und vier für die Norwegische Marine, was die Verteidigungsfahrt zwischen den beiden Ländern unterstreicht. Dieses Projekt stärkt nicht nur die militärischen Fähigkeiten, sondern auch die europäische Verteidigungsindustrie und fördert die Interoperabilität innerhalb der NATO. Was Sie nicht sehen, kann Sie am stärksten bedrohen. In den Tiefen der Ozeane verbirgt sich eine neue Macht. Das U-Boot, Typ 212CD. Deutschlands unsichtbare Waffe, die die Marine auf ein neues Level hebt. Mit innovativer Silenztechnik und einem revolutionären Antrieb verschwindet es vor den Radarbildschirmen der Welt. Tag und Nacht, über Wochen hinaus. Seine Endurance ist unerreicht, seine Präzision absolute. Bewaffnet mit modernsten Schusswaffen stellt es eine Abschreckung ohnegleichen dar. Das neue U-Boot, Typ 212CD. Die unsichtbare Macht, die Deutschland schützt. Was matcht ein U-Boot wirklich überlegen?
Ist is Geschwindigkeit Führerkraft? Oder ist is die Fähigkeit, völlig unentdeckt zu bleiben? Seit dem Ersten Weltkrieg ist die Antwort klar. Tarnung ist alles. Deutsche Ingenieure haben dieses Prinzip über ein Jahrhundert lang verfeinert. Von den from U-Booten, die alliierte Schifffahrt terrorisierten, bis zu den revolutionären Tipp 21 U-Booten am Ende des Zweiten Weltkriegs war Deutschland immer an der Spitze der U-Boot-Technologie.